Ну, после вот этих событий прошлого года, он говорит, слушай. Ljudmila Putina und Wladimir Putin. Sie waren einst das mächtigste Paar Russlands. Doch nun, Jahre später, hat Ljudmila gesprochen. Mit 67 Jahren hat Ljudmila Putina, die Ex-Frau von Wladimir Putin, endlich ihr langes Schweigen gebrochen. Und was sie zugegeben hat, ist genau das, was viele schon lange vermutet haben. Aber glauben Sie, dass hinter Putins Privatleben mehr steckt, als man auf den ersten Blick sieht? Schreiben Sie 1 für Ja oder 0 für Nein in die Kommentare unten. Ihre Enthüllungen geben einen guten Einblick in das Leben innerhalb der Grenzen des Kremls. Ihr Weg in Putins Welt. Von den frühen 1980er Jahren bis zu ihrer vielbeachteten Scheidungsankündigung im Jahr 2013 blieb die Beziehung von Wladimir und Ljudmila weitgehend hinter verschlossenen Türen. Öffentliche Auftritte waren formell, minimal und immer streng kontrolliert. Und jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Ljudmila Škrepneva saß Anfang der 1980er Jahre in einem überfüllten Theater um Arkadi Raikin, den bekanntesten Humoristen der Sowjetunion. Ironie und Lachen erfüllten das Publikum, als Raikin am Rande der politischen Kritik tanzte, ein kühner Schritt, der in jenen streng reglementierten Zeiten ungewöhnlich war. Unter den Hunderten von Gesichtern im Publikum saß ein Mann, der nicht lachte. Er reagierte nicht. Er sah nur zu. Er ist kein anderer als Wladimir Putin. Putin war zu dieser Zeit ein unauffälliger, aber aufstrebender KGB-Offizier in der Leningrader Abteilung. Ihm wurde beigebracht, still zu sein, sich zurückzuhalten und mehr zu wissen, als er preisgab. Er war berechnend und verschlossen, und er hatte bereits gelernt, wie ein Geist im System zu sein, unsichtbar und unauffällig, aber immer auf der Hut. Ljudmila, damals Studentin der Philologie an der Leningrader Staatsuniversität, war ein absolutes Unikat. Sie war fließend, ausdrucksstark, an Kunst und Ideen interessiert und von Sprache und Literatur umgeben. Obwohl gemeinsame Kontakte ihre Begegnung organisiert hatten, hatte sie einen negativen ersten Eindruck von Putin. Er wirkte unpassend gekleidet, zurückhaltend, hilflos. Erinnert sie sich, er hatte etwas Seltsames an sich und trotzdem zog mich etwas an. Langsam verstärkte sich die stille Anziehung. Putin war schon immer wortkarg und behielt die Geheimhaltung seines Arbeitslebens bei. Es dauerte über ein Jahr, bis er über seine Arbeit beim KGB sprach, nicht als Geständnis, sondern als kaltes, wenig inspirierendes Eingeständnis. Keine Geschichten wurden erzählt. Keine Nachforschungen sind erlaubt. Anstelle einer Romanze war ihre Beziehung von Prüfungen geprägt, von denen einige psychologisch, andere emotional waren. Putin kam häufig zu spät zu Sitzungen, ohne einen Grund zu nennen oder sich zu entschuldigen. Ljudmila wartete einmal mehr als eine Stunde lang schluchzend in der U-Bahn auf ihn, schwieg aber, als er endlich kam. Jahre später sagte sie, ich hatte immer das Gefühl, dass ich getestet wurde. Ein Ereignis hatte eine noch tiefgreifendere Wirkung. Einmal wurde sie auf der Straße von einem unbekannten Mann angesprochen, aber sie vermutete später, dass Putin selbst die Begegnung organisiert hatte, ein weiterer stiller Test der Beobachtung und Loyalität. Diese emotional unausgewogene Beziehung dauerte mehr als 3 Jahre, bevor der Antrag gemacht wurde. Dieser entscheidende Moment kam jedoch in demselben gedämpften, pragmatischen Tonfall, der schon die meiste Zeit ihrer gemeinsamen Zeit geprägt hatte. Einfach ausgedrückt, Sie kennen meinen Charakter, sagte Putin. Keine Schnörkel, keine Emotion. Es ist einfach eine Tatsache. Ja, antwortete Ljudmila. Vielleicht nicht aus romantischem Vergnügen, sondern aus etwas tieferem und differenzierterem. Aus emotionaler Stärke, dem Wunsch nach Sicherheit oder der stillen Hoffnung, dass die Liebe schließlich innerhalb der Grenzen der Selbstbeherrschung erblühen würde. Der Grundstein für ihre Ehe wurde in diesem Augenblick gelegt. Sie würde eher auf Stille als auf Emotionen beruhen. Auf Pflicht, genau beobachtet, ständig gemessen und nicht auf frei angebotener Zuneigung. Eine geheime Ehe, von Dresden bis zum Kren. Wladimir Putin und Ljudmila Škrepneva heirateten am 28. Juli 1983 in einer unauffälligen Zeremonie ohne großes Tamtam. Keine Versprechung über unendliche Liebe. Ihr Leben wurde durch einen stillen Pakt verbunden, der fast formell wirkte. Selbst unter den Freunden,
die gekommen waren, fehlte es an Wärme. Die Partnerschaft, die eher praktisch als leidenschaftlich war, war von Anfang an von einer emotionalen Distanz geprägt, die sich nur noch vertiefen sollte. Nach der Heirat hatte Ljudmila wenig Ruhe. 1985 brachte sie in Leningrad ihre erste Tochter Maria zur Welt. Doch viel Zeit zum Ausruhen. Noch im selben Jahr zogen sie nach Dresden in Ostdeutschland, wo Putin als Diplomat für den KGB arbeitete. 1986 nahm Ljudmilas Einsamkeit mit der Geburt ihrer zweiten Tochter Jekaterina zu. In einem fernen Land hatte sie keine Familie, keine Unterstützung und keine Hilfe. Ljudmila kümmerte sich um die Kinder und bemühte sich, ein Leben aufzubauen, während Putin stunden- oder sogar tagelang inmitten von Geheimdiensttätigkeiten verschwand. Obwohl sie eine Sprachwissenschaftlerin war, wurde sie von vielen, die sie damals kannten, als eine erschöpfte Person beschrieben, die emotional unter Druck stand, sich allein auf das häusliche Leben beschränkte und ganz anders war als die aktive Studentin, die sie gewesen war. Sie zeigte Anzeichen von Irritation, die auf subtile Weise herzzerreißend waren. In einem Interview erinnerte sie sich daran, dass Putin bei der Geburt von Maria nicht anwesend war. Er gab dem Kind seinen Namen. Ich erinnerte mich daran, dass ich sie Natascha nennen wollte, erinnert sich Ljudmila. Aber Volodya bestand auf Maria. Diese Entscheidung wurde getroffen, um seine Mutter zu ehren. Ich weinte, aber eine Diskussion war nicht möglich. Diese kleine Geschichte über einen Namen sagte uns viel über ihre Beziehung. Ihre Worte schienen wenig Gewicht zu haben, selbst für eine Mutter. Die Putins kehrten 1989 in das zusammenbrechende Leningrad zurück, als die DDR-Diktatur zusammenbrach. Der Zusammenbruch der Sowjetunion 2 Jahre später stürzte das Land in einer. Inmitten dieser Ungewissheit begann Putins politische Karriere ihren allmählichen Aufstieg. In dem Bestreben, sich ein gewisses Maß an Autonomie und Individualität zu bewahren, nahm Ljudmila 1990 eine Stelle als Deutschlehrerin an der Staatlichen Universität Leningrad an. Es war jedoch eine schwierige Zeit. 1994 geriet ihr Leben erneut aus den Fugen. Diesmal mit Gewalt. Bei einem schweren Autounfall erlitt sie mehrere Knochenbrüche. Sie war bettlägerig, lag im Krankenhaus und erwartete Trost. Stattdessen brachte Putin Rosen und eine junge Assistentin. Später erfuhr sie, dass er damit beschäftigt war, Ted Turner, den amerikanischen Fernsehmagnaten, zu unterhalten. Während Putins Karriere Fahrt aufnahm, ging es mit Ljudmila bergab. Im Juni 1991 wurde er zum Vorsitzenden des Ausschusses für Auswärtige Beziehungen des St. Petersburger Bürgermeisteramtes ernannt. 1996 zog die Familie nach Moskau, wo Ljudmila eine Zeit lang bei Telekom Invest arbeitete, doch auch diese Unabhängigkeit war nur von kurzer Dauer. Nur widerwillig übernahm Ljudmila 1919 das Amt der First Lady, als Putin zum ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten und anschließend zum amtierenden Präsidenten Russlands ernannt wurde. Doch trotz dieser Bezeichnung war sie weiterhin schwer fassbar, ruhig, beobachtend. Es gab nichts für sie, als sie feierlich neben einem Mann stand, der seine Nation auf den Schultern zu tragen schien. Sie hat sich nicht mit der Rolle identifiziert. Während ihrer Amtszeit als First Lady leitete sie einen Fonds zur Förderung der russischen Sprache. Im Jahr 2002 machte sie Schlagzeilen, als sie sich gegen den Vorschlag der Akademie der Wissenschaften aussprach, die russische Rechtschreibung zu ändern. Sie vertrat die Ansicht, dass diese Änderung angesichts des Wirtschaftswachstums in Russland nicht notwendig sei und nicht zum richtigen Zeitpunkt komme. Ihr kulturelles Ansehen wurde von den einen gelobt, während andere ihr vorwarfen, die Entwicklung zu verzögern. Dennoch spielte sie weiterhin eine untergeordnete Rolle im öffentlichen Leben. Sie engagierte sich für Medienauftritte, internationale Reisen und Staatsbankette. Sie zog sogar Bilder ihrer Töchter aus dem Verkehr. Offizielle Familienfotos gab es nie. Es wurde immer deutlicher, dass sie es nicht mochte, im Rampenlicht zu stehen. Dem renommierten russischen Designer Slava Sassev zufolge sagte Ljudmila ihm ganz unverblümt: „Ich reise nicht gern. Ich mag es nicht, in der Öffentlichkeit aufzutreten. Ich war nicht bereit für diese Position." Selbst während Putins erfolgreichster Regierungszeit mietete Ljudmila die Medien, gesellschaftliche Veranstaltungen und die Politik. Sie war bekannt für ihre Liebe zum Wort und ihren stillen Intellekt.
Doch das Leben, in das sie gezwungen wurde, bot kaum Platz für solche Eigenschaften. Eheliche Probleme. Hinter der polierten Fassade eines starken politischen Paares und den steinernen Mauern des Kremls führte Ljudmila Putina ein Leben von bescheidener Beharrlichkeit. Sie ertrug ihre Aufgabe als Ehefrau eines der schwer fassbaren und mächtigsten Präsidenten der modernen Geschichte eher mit einem ruhigen Gefühl der Verpflichtung, das allmählich der Verzweiflung und Müdigkeit wich, als mit Stolz oder politischen Ambitionen. Schon lange vor dem Ende ihrer Ehe mit Wladimir Putin zeigten sich bei denjenigen, die ihr am nächsten standen, erste Anzeichen eines inneren Konflikts. Irene Pitsch, eine deutsche Schriftstellerin und lebenslange Freundin der Familie, die die Putins seit Mitte der 1990er Jahre kennt, lieferte einen der aufschlussreichsten Berichte über Ljudmilas Privatleben. Pitsch beschreibt in ihrer Biografie zerbrechliche Freundschaft, offene Gespräche mit Ljudmila, die den psychologischen Tribut offenbaren, den das Leben im Schatten Putins fordert. In einer besonders beunruhigenden Erinnerung charakterisierte Ljudmila ihren Gatten als etwas Dunkleres und nicht nur als kühl oder unnahbar. Ihre Bemerkungen waren keine theatralischen Ausschmückungen, sondern eher die nüchternen Eingeständnisse einer Frau, die lange Zeit die Verantwortung sowohl für die Elternschaft als auch für die emotionale Vernachlässigung getragen hatte. Er ist ein Vampir, bemerkte sie. Er hat mich über die Jahre emotional ausgelaugt. Er hat mir nie geholfen, als ich schwanger war, sagte sie zu Pitsch. Ich habe schwere Taschen getragen, den Kinderwagen geschoben und mich um alles selbst gekümmert, als ich unser zweites Kind erwartete. Dieses persönliche Geständnis schildert in aller Deutlichkeit die menschlichen Kosten einer Ehe mit einem Mann, der trotz seines weltweiten Einflusses zu Hause emotional abwesend war. Die Journalistin Natalia Gevorkyan, die an der offiziellen Biografie von Wladimir Putin First Person mitgeschrieben hat, hatte ähnliche Gedanken. Gevorkyan hatte im Jahr 2000 die einmalige Gelegenheit, Ljudmila zu interviewen und war von ihrer Offenheit und Ehrlichkeit tief beeindruckt. In einem kurzen, aber aufschlussreichen Moment sagte Ljudmila, er hat mich nie umarmt. Das emotionale Vakuum in ihrer Ehe, das offensichtlich schon seit Jahren bestand, wurde in einer kurzen Bemerkung auf den Punkt gebracht. Gevorkyan beschrieb sie als unglaublich hingebungsvoll und als eine Frau, die ihren Mann wirklich liebte, auch wenn nicht klar war, ob diese Liebe jemals erwidert worden war. Es gibt Frauen, die von Männern bewundert werden. Ich glaube nicht, dass ich diese Art von Frau bin. Ljudmila drückt in ihren Worten eine Mischung aus schmerzlicher Selbsterkenntnis und Resignation aus. Es gibt Frauen, die von Männern bewundert werden. Ich glaube nicht, dass ich diese Art von Frau bin. Das war kein Selbstmitleid, sondern eher eine ruhige Akzeptanz dessen, was ihr während ihrer Ehe angetan worden war. Anfang der 2000er Jahre war Ljudmila praktisch aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Es kursierten Gerüchte, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens allein in einer Krähenwohnung verbrachte und ihre Auftritte mit Putin wurden immer seltener. Ihr Leben glich dem einer friedlichen Gefangenen, abgeschottet von der Außenwelt, verborgen hinter Prozeduren und Schweigen, obwohl sie in einem der wohlhabendsten und sichersten Häuser Russlands lebte. Die gleiche Abneigung gegenüber dem Rampenlicht zeigte sich auch bei anderen, die mit ihr zusammenarbeiteten. Laut dem russischen Designer Slava Zaitsev, der früher mit ihr an der Anprobe von Kleidern gearbeitet hat, war Ljudmila zurückhaltend und zurückhaltend. Ich bin nicht dafür gemacht. Ich mag keine Ampeln. Ich mag es nicht, gesehen zu werden. Diese Aussage war eine Selbstverständlichkeit, vor allem von jemandem, der die Aufgabe hat, die First Lady des Landes zu sein. Ljudmilas Verachtung für die ihr zugewiesene Rolle wurde immer deutlicher. Sie machte sich nie ein Bild in der Öffentlichkeit oder ein politisches Drama, aber sie erfüllte ihre zeremoniellen Pflichten mit Würde, wenn sie dazu aufgefordert wurde. Ihr Mann war ein Meister der berechnenden Öffentlichkeit, aber sie war eine ausgebildete Sprachwissenschaftlerin, eine Intellektuelle von Natur aus und eine Privatperson mit Neigung. Nach jahrelangen Gerüchten und sorgfältig vermiedenen Befragungen traten Wladimir und Ljudmila Putina am Abend des 6. Juni 2013 nach einer Ballettaufführung in den goldenen Sälen des Kremlpalastes endlich gemeinsam vor die Kameras. Für ein Paar, das eher für sein Schweigen als für seine Präsenz bekannt ist, war dies ein einzigartiges öffentliches Ereignis. Noch schockierender war das, was danach kam. Das erste Paar bestätigte die seit langem kursierenden Gerüchte, dass sie sich scheiden lassen, in einem kurzen, sorgfältig geplanten Auftritt beim russischen Staatsfernsehen. Putin wirkte ruhig und souverän, wie immer.
Die Entscheidung, die Ehe aufzulösen, sei einvernehmlich gewesen, sagte er in einem emotionslosen Ton. Es war eine zivilisierte Scheidung. Wir sehen uns kaum noch. Ljudmila, die in einem blassen Kleid und mit einem angestrengten Lächeln neben ihm stand, fuhr einfach fort, ihre Stimme schwankte leicht, aber ihre Worte waren klar verständlich. Die öffentliche Beendigung einer Beziehung, die bereits Jahre zuvor im Privaten zerbrochen war, war ein kalter, fast steriler Akt. 10 Monate später, im April 2014, gab der Kreml die Scheidung offiziell bekannt. Ohne spektakuläres Nachspiel, Rechtsstreitigkeiten oder aufsehenerregende Schlagzeilen war es eine der leisesten Trennungen in der zeitgenössischen politischen Geschichte. Das Schweigen fördert jedoch Mutmaßungen in der äußerst undurchsichtigen politischen Landschaft Russlands. Ljudmila Putinas Abgang hat den Weg für eine Reihe von Spekulationen geebnet. Einige meinten, sie habe sich völlig zurückgezogen und sei auf der Suche nach Isolation und religiöser Ruhe in ein Kloster nahe der estnischen Grenze gezogen. Andere äußerten die gefährlichere Vermutung, dass sie aus dem inneren Ring der russischen Elite verdrängt worden sei und dass jüngere Frauen, die angeblich eine Liebesbeziehung zum Präsidenten hatten, ihren Platz nicht nur als Ehefrau, sondern auch als öffentliche Person eingenommen hätten. Ihr diskreter Rückzug trug nur dazu bei, die Geheimnisse eines Landes zu lüften, in dem Loyalität häufig auf Kosten der Sichtbarkeit geht und das Image streng reguliert wird. Im Jahr 2016 tauchte Ljudmila wieder in der Presse auf, obwohl sie es sich nicht selbst ausgesucht hatte. Journalisten hatten herausgefunden, dass sie offiziell ihren Nachnamen geändert hatte, ein subtiler, aber unmissverständlicher Hinweis darauf, dass sie wieder geheiratet hatte. Artur Ochotny, ein über 20 Jahre jüngerer Kulturmanager und Triathlon-Enthusiast, war ihr neuer Ehemann. Ihre Verbindung war jahrelang vor der Öffentlichkeit geheim gehalten worden. Nur die offiziellen Unterlagen enthüllten die neue Phase ihrer Existenz. Seitdem lebt Ljudmila in fast völliger Isolation. Sie und Ochotny leben in einem großzügigen Anwesen in der Nähe von Biarritz an der französischen Côte Basque, einem friedlichen, sonnenverwöhnten Zufluchtsort fernab der grauen Korridore der Moskauer Macht, wie Ermittlungen und Vermögensaufzeichnungen ergeben haben. Obwohl sie nicht den Wunsch geäußert hat, in die Öffentlichkeit zurückzukehren, ist ihr Name im Zusammenhang mit Immobilienbesitz in Spanien und der Schweiz aufgetaucht, was darauf hindeutet, dass sie über beträchtliche finanzielle Mittel verfügt. Interviews, Autobiografien und Neuerfindungen gibt es nicht. Als ehemalige First Lady hat sie ihre Position nicht ausgenutzt. Sie ist, wenn überhaupt, davor weggelaufen. In dieser Hinsicht ist Ljudmila ein starker Kontrast zu ihrem Ex-Mann. Ljudmila wird kaum am Rande erwähnt, gerät aber nie ganz in Vergessenheit, obwohl Putin mit inszenierten Machtdemonstrationen und geopolitischem Getöse weiterhin die internationalen Schlagzeilen beherrscht. Ihre gespenstische Präsenz verweilt am Rande der Putin-Geschichte und erinnert daran, dass es ein Leben jenseits der Machtausübung gibt. Trotz ihres derzeitigen Wohlstands, ihrer europäischen Residenzen und ihrer engen Geschäftsbeziehungen scheint Ljudmila kein Interesse an Aufmerksamkeit oder Macht zu haben. Freunde und alte Bekannte sagen, sie sei jetzt entspannter und bequemer. In den Worten eines engen Freundes, sie war nie für den Kreml geschaffen, alles was sie wollte, war Freiheit. Der Preis für diese Unabhängigkeit scheint hoch gewesen zu sein. Nach ihren Angaben erlebte sie während ihrer Jahre im Kreml emotionale Isolation und einen Mangel an Mitgefühl. Ihr plötzlicher Rückzug aus dem öffentlichen Leben und die anschließende Ruhe haben ihr nur noch mehr Rätsel aufgegeben. Dennoch hat ihr Rückzug etwas subtil Triumphales an sich. Ljudmila Putina hat etwas Ungewöhnliches getan in einer Gesellschaft, in der Frauen häufig durch die Stärke der Männer charakterisiert werden, an deren Seite sie stehen. Sie hat sich völlig aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Keine einzige Schlagzeile. Keine Abschiedsbemerkung. Es gab nur den stillen Entschluss zu verschwinden und vielleicht endlich zu leben. Ljudmilas Neuanfang nach ihrer Scheidung. Nachdem sie aus dem langen und kalten Schatten eines der mächtigsten und zurückgezogensten Männer der Welt herausgetreten war, durchlief Ljudmila Putina eine dramatische persönliche Veränderung, die über eine einfache Scheidung. Jahrelang wurde sie als stille Komplizin von Wladimir Putin, dem geheimnisvollen und autokratischen Führer Russlands, dargestellt. Eine kurze peinliche Erklärung während einer Ballettaufführung im Kreml im Jahr 2013 markierte das stille und fast surreale Ende ihrer Ehe, die vor der Öffentlichkeit weitgehend verborgen und bei ihren seltenen Auftritten sorgfältig inszeniert worden war. Es war ein gut geschriebener Abschluss einer Beziehung,
die lange Zeit im Mittelpunkt öffentlicher Distanzierung, Gerüchte und Vermutungen gestanden hatte. Wie das meiste in Putins Privatleben waren auch die Einzelheiten ihrer Trennung, insbesondere die finanziellen Vereinbarungen, in Geheimhaltung gehüllt. Ljudmila hatte nach russischem Recht Anspruch auf die Hälfte des angegebenen Vermögens ihres Mannes. Offiziell umfasste das Vermögen sein bescheidenes Vermögen wie ein paar Fahrzeuge und eine winzige Wohnung in St. Petersburg sowie sein Einkommen als Präsident, das sich auf rund 50.000 US-Dollar jährlich belief. Jeder, der mit dem sorgfältig ausgearbeiteten Narrativ um Wladimir Putin vertraut ist, weiß jedoch, dass diese Zahlen nicht als absolut zu betrachten sind. Putins Einkommen lag laut einem Finanzbericht aus dem Jahr 2012 bei etwas über 280.000 US. Angesichts des extravaganten Lebensstils des Präsidenten, seiner teuren Uhren und der opulenten Häuser, in denen er angeblich häufig verkehrt, waren Beobachter über diese Zahl erstaunt. Unabhängige Untersuchungen wie die der CIA und mehrere Medienberichte zeichnen ein ganz anderes Bild. Putins tatsächliches Vermögen, das sich hinter einem komplexen Netz von Offshore-Konten, Prokuristen und Briefkastenfirmen verbirgt, wird auf bis zu 40 Milliarden US-Dollar geschätzt. Einige der zwielichtigen Finanztransaktionen, die mit Putins engstem Kreis in Verbindung stehen, wurden 2016 durch die Panama Papers aufgedeckt. Ein verworrenes Netz von Offshore-Firmen, die angeblich mit engen Verbündeten des Präsidenten in Verbindung stehen, transferierte mehr als 2 Milliarden US-Dollar über Briefkastenfirmen, dubiose juristische Organisationen, die die Eigentumsverhältnisse verschleiern sollen. Obwohl Ljudmila in diesen Untersuchungen nie ausdrücklich erwähnt wurde, deuten Größe und Umfang des Finanzimperiums des Kremls eindeutig darauf hin, dass sie, wenn überhaupt, nur wenig Zugang dazu hatte. Trotz des scheinbar geringen Rechtsanspruchs auf Putins Reichtum fand sich Ljudmila Putina in einem Zustand ruhigen Wohlstands wieder, weit entfernt von russischem Territorium und nicht in Entbehrungen. Nach ihrer Trennung von Putin schien sie aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, was zu einer Reihe von Spekulationen führte. Nach Meinung anderer suchte sie Zuflucht und Dunkelheit, indem sie in ein abgelegenes Kloster in der russischen Provinz zurückkehrte. Wieder andere vermuteten, dass sie sich unter dem Schutz des Staates zurückgezogen habe. Keiner dieser Berichte wurde je bestätigt. Die endgültige Entdeckung enthüllte jedoch eine noch überraschendere Wendung der Ereignisse. Ljudmila hatte heimlich wieder geheiratet. Artur Okaretny, oft Artur Okaretny, geschrieben, ihr neuer Ehemann stammte aus relativ bescheidenen Verhältnissen und arbeitete zunächst als Fischexporteur, bevor er eine Stelle als Kulturmanager antrat. Er war in Russland nicht sehr bekannt, aber er stand in enger Verbindung mit dem Zentrum für die Entwicklung der zwischenmenschlichen Kommunikation, CDEC, einer gemeinnützigen Organisation, die Ljudmila Jahre zuvor mitbegründet hatte. Diese Stiftung verschaffte dem Ehepaar eine respektable öffentliche Position und eine Anlaufstelle, deren Tätigkeit von der Veröffentlichung über humanitäre Einsätze bis hin zu kulturellen Programmen reicht. Nicht in Russland, sondern in Frankreich begannen Ljudmila und Artur ein neues Kapitel in ihrem Leben. Sie ließen sich in der französischen baskischen Stadt Biarritz nieder, die für ihre Strände, ihre gehobenen Immobilien und ihre Abgeschiedenheit bekannt ist. Ihr Haus, eine prächtige Villa im Wert von über 7 Millionen US-Dollar, bot alle Annehmlichkeiten, die sich Prominente auf der Flucht vor dem Ruhm wünschen: Abgeschiedenheit, Eleganz und Trennung vom unbeständigen politischen Umfeld in Moskau. Es wurden Fragen über den Erwerb dieses Vermögens aufgeworfen, der angeblich über bevollmächtigte und Strohfirmen erfolgte. Investigativjournalisten aus Frankreich und Russland stellten die Verbindung zwischen Ljudmilas geringem Vermögen und den größeren Finanzinstituten her, die mit dem Kreml verbunden sind. Es wurden jedoch keine offiziellen Anklagen oder Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Kauf bekannt. Ljudmila gab sich jedoch nicht damit zufrieden, eine reiche Einsiedlerin zu sein, die in den Hintergrund tritt. Vielmehr stieg sie unerwartet in den Unternehmenssektor. Sie erwarb die Mehrheitsbeteiligung an Carmoney, einem russischen Unternehmen, das sich auf die Vergabe von Autokrediten spezialisiert hat, eine spezialisierte, aber expandierende Branche, insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Beobachter sind sich nicht einig, ob ihr wirtschaftlicher Erfolg auf ihr geschäftliches Geschick zurückzuführen ist oder auf die Vorteile, die sie aus ihrer früheren Ehe mitbrachte. In Russlands undurchsichtigem System, in dem Geld und Einfluss häufig nebeneinander bestehen und politische Verbindungen Milliardenbeträge freisetzen können, mag es schwierig sein, zwischen Unabhängigkeit und ererbtem Zugang zu unterscheiden. Es gibt jedoch keine öffentlich zugänglichen Beweise dafür.
dass Ljudmila und Putin auch nach der Trennung Freunde oder Partner geblieben sind. Es ist offensichtlich, dass sich Ljudmila Putina von der zurückhaltenden, manchmal abwesenden First Lady Russlands zu einer Privatperson gewandelt hat, die in Westeuropa lebt, ein wohlhabendes Unternehmen betreibt und mit einem neuen Partner ein neues Kapitel in ihrem Leben aufschlägt. Sie hat ihren Ex-Mann oder seine Regierung nie öffentlich kritisiert. Und alles, was sie über den Mann hinter dem eisernen Vorhang des Kremls wissen könnte, ist sicher verborgen. Und vielleicht ist das auch so gewollt. Für jemanden, der Jahrzehnte im Schatten der Macht verbracht hat, bietet ihre jetzige Existenz etwas Einzigartiges und Unbezahlbares. Autonomie. Ljudmila lebt in Südfrankreich als eine Frau, die endlich in ihrer Geschichte angekommen ist, weg von den Hallen der russischen Macht und vielleicht endlich frei. Sie ist keine bekannte Person. Ljudmila besitzt einen beträchtlichen Anteil an Carmoney, einer russischen Autofinanzierungsfirma, die allein im Jahr 2022 bei einem Umsatz von 5 Millionen US-Dollar einen Gewinn von rund 700.000 US-Dollar erzielt. Es ist unbestreitbar, dass Ljudmila die Kontrolle über die Geschäfte des Unternehmens behält. Ihre Verbindungen zur Macht gehen über kommerzielle Unternehmungen hinaus. Ljudmila ist nach wie vor mit dem Zentrum für die Entwicklung der zwischenmenschlichen Kommunikation CDIC verbunden, einer bekannten Institution, die sie als First Lady Russlands mitbegründet hat. Die Büros der Gruppe befinden sich im historischen Volkonsky-Haus, einem ehemals kulturhistorisch geschützten Gebäude im Herzen Moskaus, das auf den Großvater von Leo Tolstoi zurückgeht. Das historische Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, wurde gegen den heftigen Widerstand von Denkmalschützern und lokalen Aktivisten abgerissen und durch ein modernes, vierstöckiges Geschäftsgebäude ersetzt. Wichtige Mieter, darunter die VTB Bank, die Esper Bank, multinationale Lebensmittelkonzerne wie Burger King und gehobene gastronomische Einrichtungen, sind jetzt in dem Gebäude untergebracht. Die erwarteten jährlichen Mieteinnahmen in Höhe von 3 bis 4 Millionen US-Dollar werden über ein verdecktes Geschäftsnetz kanalisiert. Der Vermieter ist in Wirklichkeit Meridian, ein von Inter Air Service kontrolliertes Unternehmen. Umgekehrt ist Inter Air Service unter dem Geburtsnamen von Ljudmila Putina Ljudmila Shkrebnewa registriert. Ihre Schwester Olga hatte kurzzeitig die Position des Direktors inne, was sie weiter mit dem Unternehmen verband. Ljudmilas zweiter Ehemann Artur Okeretny ist der Leiter der CDIC und besitzt angeblich ein großzügiges französisches Haus im Wert von über 6 Millionen US-Dollar. Ihr zunehmend globaler Lebensstil wird durch ihre exquisite Villa in der Küstenstadt Bayeritz vervollständigt. Obwohl sie nicht mehr als First Lady Russlands fungiert, scheinen Ljudmilas Verbindungen zu staatlichen Unternehmen und ihr privilegierter Zugang zu wohlhabenden Firmen und Immobilien ihre finanzielle Stabilität geschützt zu haben. Aber genau diese Verbindungen würden die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich ziehen. Aufgrund ihrer engen Beziehungen zum russischen Staat und ihrer offensichtlichen Fähigkeit, von privilegierten Wirtschaftspartnerschaften mit dem Kreml nahestehenden Organisationen zu profitieren, setzte das Vereinigte Königreich Ljudmila Putina im Mai 2022 offiziell auf seine Sanktionsliste. Die britischen Behörden warfen ihr vor, von demselben krummen System zu profitieren, das die russische Elite unterstützt. Ljudmila lebt heute in bewusster Isolation, tritt selten in der Öffentlichkeit auf und wird nie befragt. Über ihre Jahre mit Putin, die Umstände ihrer Scheidung und ihre Stellung in dem verzweigten Netz von Unternehmen, die mit der Staatsmacht verbunden sind, hat sie nichts gesagt. Unternehmensaufzeichnungen, Vermögensspuren und Papierkram sprechen jedoch für sie. Ihr Leben, das zwischen einem luxuriösen Leben im Westen und einer stillen Beteiligung an zwielichtigen russischen Finanzinstitutionen geteilt war, ist eine Geschichte von bemerkenswertem Privileg und stiller Beharrlichkeit. Ein ruhiges Leben vor Putin. Als Ljudmila Alexandrowna Shkrebnewa 1958 in Kaliningrad geboren wurde, wuchs sie in einer Arbeiterfamilie auf. Ihr Vater Alexander Abramovich Shkrebnew verdiente seinen Lebensunterhalt in einer nahegelegenen Maschinenbaufirma, während ihre Mutter Jekaterina Tichonowna als Kassiererin tätig war. Ihr Vater arbeitete in einer Olga Alexandrowna Somajewa. Ihre ältere Schwester war ebenfalls jünger. Als Ljudmila aufwies, interessierte sie sich für Bücher und entwickelte ein Gefühl für Sprache. Sie schrieb oft ihre eigenen Reime und hatte eine tiefe Liebe zur Poesie und zur russischen Sprache. Trotz ihrer ärmlichen Verhältnisse hatte sie große Ambitionen. Während ihrer Teenagerjahre war sie fest entschlossen, Schauspielerin zu werden und nahm sogar Schauspielunterricht bei einer örtlichen Theatergruppe.
Obwohl sie sich sehr für das Theater interessierte, entschied sie sich schließlich für einen pragmatischeren Karriereweg, anstatt sich am Leningrader Theaterinstitut einzuschreiben, um einen Abschluss zu machen. Ljudmila schrieb sich gleich nach dem Abitur an der Technischen Universität von Kaliningrad ein, entschied sich aber nach 2 Jahren für eine Pause, anstatt ihre Ausbildung zu beenden. Während dieser Zeit arbeitete sie in verschiedenen Berufen. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie als Postbotin, Krankenschwester und schließlich als Flugbegleiterin. Diese Tätigkeiten ermöglichten es ihr, über die Grenzen Kaliningrads hinauszublicken und sorgten dafür, dass sie ihren Lebensunterhalt bestreiten konnte. Trotz dieser Situation war sie weiterhin intellektuell interessiert, insbesondere an Sprachen. Schließlich kehrte sie in die akademische Welt zurück und schrieb sich an der Staatlichen Universität Leningrad ein, wo sie Philologie und Spanisch studierte. Sie verließ dieses Ausbildungsprogramm jedoch bald wieder und kehrte in verschiedenen Funktionen in ihren Beruf zurück, unter anderem als Flugbegleiterin während der berüchtigten Aeroflot-Niederlage der Sowjetunion in Kaliningrad. Ihre außergewöhnlichen Sprachkenntnisse und ihre Neugierde waren für dieses Arbeitsfeld bestens geeignet. Die Arbeit hatte einen gewissen Glanz, aber auch eine gewisse Schwierigkeit. Sie befolgt sehr strenge Regeln, arbeitet lange und spricht in einem strengen Ton. Gerüchten zufolge war sie einmal das Ziel einer internen Untersuchung, weil sie hungrigen Passagieren während der Fahrt Sandwiches verkauft hatte. Dieses Verhalten könnte zu Konflikten mit der Geschäftsleitung geführt haben. Anfang der 1980er Jahre kam sie zu einem festen und unwiderruflichen Entschluss. Sie nahm ihre akademischen Bemühungen wieder auf, diesmal mit dem Schwerpunkt Romanistik an der Staatlichen Universität Leningrad. Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zeigten, dass sie sich sowohl dem Spanischen als auch dem Deutschen, das sie liebte, widmete. In Leningrad sollte sie eine lebensverändernde Veränderung erfahren. Ljudmila Putina hat sich von einer unsichtbaren First Lady in eine sichtbare Frau verwandelt. Nicht durch Bücher oder Reden, sondern durch ihre unerschütterliche Ausdauer und ihr Schweigen. Ihre Reise vom Krim an die französische Küste ist nicht nur eine persönliche Neuerfindung, sondern auch ein Spiegel der komplexen und manchmal geheimen Welt des post-sowjetischen Geldes, der Macht und der Neuerfindung. Ljudmila Putina, die nie ganz von der Bildfläche verschwunden ist nach wie vor ein Rätsel in der Peripherie einer der mächtigsten Regierungen der Welt, sei es als Symbol für verdeckte Absprachen oder für eine vorsätzliche Flucht. War Ljudmila wirklich mehr an Freiheit und Liebe als an Politik und Macht interessiert? Oder wurde sie diskret entfernt, um Platz für jemanden zu schaffen, der besser zum gepflegten Image des Präsidenten passte? Das gepflegte Image des Präsidenten? War es ein romantisches Märchen, ein kalkulierter politischer Schachzug oder etwas viel Schlimmeres? Um sicherzustellen, dass Sie keine Nachrichten verpassen, die Sie nicht wissen sollen, geben Sie diesem Video einen Daumen nach oben, drücken Sie die Abonnieren-Schaltfläche und drücken Sie die Glocke, wenn Sie es als Anregen empfunden haben. Bleiben Sie neugierig, bis zum nächsten Mal.